Frank Reitemeyer ist sauer. Seit 2 Jahren kämpft der Berliner dafür, dass Deutschland seine bislang geheimen UFO-Akten für die Öffentlichkeit freigibt. Doch sein Marsch durch die Instanzen droht momentan ins Stocken zu geraten. Ich bin entsetzt, dass wir in Deutschland hier einen schlechteren Informationszugang haben, als wie es in den meisten anderen Ländern der Welt üblich ist. In mehr als 20 anderen Ländern bekomme ich die UFO-Akten. In Frankreich, in Großbritannien, sogar in Peru und Chile haben wir einen viel besseren Zugang zu den UFO-Akten. Vor 2 Jahren hatte Frank Reitemeyer auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes einen Antrag auf Einsicht in eine bis dato zurückgehaltene Ausarbeitung der wissenschaftlichen Dienste gestellt. Die Ausarbeitung trägt den Titel »Die Suche nach außerirdischem Leben und die Umsetzung der VN-Resolution A33426 zur Beobachtung unidentifizierter Flugobjekte und extraterrestrischer Lebensformen«. Zwar hatte die Bundestagsverwaltung die Akteneinsicht verweigert, denn Ausarbeitungen der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages seien vom Informationsfreiheitsgesetz ausgeschlossen. Doch damit wollte sich Frank Reitemeyer nicht zufrieden geben. Er klagte vor dem Verwaltungsgericht Berlin und gewann. Das Gericht verurteilte die Bundestagsverwaltung dazu, ihm Einblick in die geheime UFO-Akte zu gewähren. Ein Grundsatzurteil, das bei Journalisten und Juristen gleichermaßen für Aufsehen sorgte. Sogar der Bundesdatenschutzbeauftragte wurde aufmerksam, meldete sich unter anderem in dieser Fernsehsendung zu Wort. Bundestag und ein UFO-Dossier. Im Parlament geht es doch darum, dass man die Grundlagen für Entscheidungen möglichst transparent macht. Und das bedeutet auch, dass man Gutachten, die in Auftrag gegeben worden sind, beim wissenschaftlichen Dienst, die mit Steuermitteln bezahlt worden sind, dass diese Informationen der Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Doch die Bundestagsverwaltung kann mit so viel Regierungstransparenz offensichtlich nichts anfangen. Sie legte Berufung gegen das Grundsatzurteil ein. Nach dem Debakel vor dem Verwaltungsgericht Berlin will die Bundestagsverwaltung diesmal nichts dem Zufall überlassen und lässt sich von einer internationalen Star-Anwaltskanzlei vertreten. Damit die UFO-Akte der wissenschaftlichen Dienste geschlossen bleibt, ließ die Bundestagsverwaltung sogar ein Rechtsgutachten anfertigen. Und was man darin über Informationsfreiheit und Regierungstransparenz liest, klingt für Frank Reitemeyer ganz und gar nicht nach einem demokratischen Rechtsstaat. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, wie auch diejenigen anderer Parlamente, können nicht nur, sondern sie dürfen und müssen zum Teil sogar einen Informationsvorsprung gegenüber den Bürgern haben. Und es ist ganz allgemein an Ihnen, ob und inwieweit Sie es bei diesem Informationsvorsprung belassen. Was halten Sie davon? Ja, ich bin empört. Es hat mit unserer Verfassung, mit unserem Grundgesetz, mit der Meinungsfreiheit und Artikel 20, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, nicht mehr viel zu tun. Es sind schwere Geschütze, die die Bundestagsverwaltung aufgefahren hat. Doch wie viel musste eigentlich der Steuerzahler für die Ausarbeitung berappen? Auch hierzu verweigert die Bundestagsverwaltung jegliche Auskunft. Die Honorarvereinbarung mit dem Rechtsgutachter unterläge schließlich dem Betriebs- bzw. Geschäftsgeheimnis. Sieht so Informationsfreiheit in Deutschland aus? Frank Reitemeyer jedenfalls hat kaum noch Hoffnung, jemals die UFO-Akte einzusehen. Denn ein Gegengutachten, das womöglich Tausende Euro kostet, kann er sich nicht leisten. Und selbst wenn, das Gericht müsste dieses selbst anfordern. Aber mein Rechtsanwalt hat im Mai 2013 beim Oberverwaltungsgericht angefragt, ob im Rahmen der Prozesskostenhilfe ein Zweitgutachten in Auftrag gegeben werden könnte. Und das OVG hat gesagt, dass es sich dazu zurzeit keinen Grund sieht und sich dazu nicht veranlasst sieht. Sieht keinen Anlass, ein Gegengutachten zu einem Gutachten in Auftrag zu geben. Genau, und das bedeutet im Klartext, dass das Gutachten von Professor Rossi offenbar für das OVG so überzeugend ist, dass es gar keine Zweifel mehr gibt und dass die Sache sozusagen gelaufen ist und die das Urteil schon fertig in der Tasche haben.
Der Kampf um Öffnung der UFO-Akten, er scheint bereits verloren. Steht es wirklich schon so schlimm um die Informationsfreiheit? Gern hätten wir die Bundestagsverwaltung selbst befragt, doch dort verweigert man jegliche Auskunft. Noch nicht einmal die Frage, wann der Berufungsprozess stattfinden wird, will man uns beantworten. Während des laufenden Verfahrens gebe man keine öffentlichen Erklärungen ab. Wie es scheint, hat Frank Reitemeyer noch einen langen, steinigen Weg vor sich. Informationsfreiheit ist noch recht jung in diesem Land. Doch der Kampf der Bundestagsverwaltung gegen Regierungstransparenz lässt die Demokratie in Deutschland ganz schön alt aussehen.